Lehre absetzen, Hau, Stich, kunstlich letzen. Wer auf dich sticht, dein Ort trifft und seinen bricht. Von beiden Seiten triff allemal willst du schreiten. In diesem Lichtenauer Merkvers wird das Absetzen als Konter gegen Hau und Stich beschrieben. Der gegnerische Ort, also die Spitze, wird gebrochen, also sie geht fehl, trifft nicht. Der eigene Ort trifft aber. Schritte spielen eine große Rolle und man kann dadurch auf beiden Seiten mit dem Absetzen treffen. In unserem Video zeigen wir das Absetzen mit einer Windbewegung, mit einem Einwinden zur gegnerischen Klinge hin. Wir machen das zuerst ganz langsam, um die Bewegung kennenzulernen und uns vertraut zu machen mit der Bewegung. Und dann später mit Schutzausrüstung geben wir ein bisschen mehr Gas und nehmen Reaktion mit dazu. Legen wir los! Und ich habe heute die Joy als Assistentin da und die große Ehre, dass sie mir als Zufechter und als Coach zur Verfügung steht. Das heißt, sie wird mir Signale geben, auf die ich das Absetzen trainieren kann. Mal schauen, wie gut ich das hinkriege. Ich hoffe, ich bin nicht allzu sehr eingerostet. Wenn es ist, dann wird die Joy ein bisschen Geschwindigkeit anpassen, Tempo reduzieren, sodass ich gefordert bin, aber nicht überfordert. Wir starten mit einer sehr einfachen Übung, damit jeder das Absetzen trainieren kann. Joy geht dazu in den linken Pflug und gibt mir eine Ortbedrohung zum Gesicht oder zur Brust und ich merke so, da ist die Klinge, das ist eigentlich nicht so eine feine Situation. Ich bin in einem neutralen Stand und habe meine Klinge auf der rechten Seite. Um die Ortbedrohung zu entfernen, winde ich auf die linke Seite und gehe dann hoch in den Ochs. Da wir jetzt noch keine Schutzausrüstung anhaben, langsam und kontrolliert. Wichtig ist, dass du Atmung mit reinbringst, also mit dem Ausatmen winden und stechen. Mit dem Einatmen vorbereiten. Ausatmen, winden, stechen, einatmen, vorbereiten. Dann achtest du noch auf deinen Stand, dass du dein Gewicht gut in den Boden abgibst, stabil dastehst, winden, stechen. Ein Detail zur Klingenführung. Da kann dir dein Daumen bzw. dein Daumennagel behilfreich sein. Am Anfang steht der nämlich nach oben oder sogar so ein bisschen nach links. Und während dem Winden dreht sich der Klinge und der Daumennagel steht nach rechts. Und am Ende, wenn du dann hochfährst in den Ochs, dann zeigt der Daumennagel überhaupt nach unten. Und wie immer im Band gilt natürlich Stärke-Schwäche beachten. Weil wenn du da unten bist und gegen ihr Stärke drückst mit deiner Schwäche, dann wirst du die Spitze, die dein Gesicht bedroht, nicht aus deinem Gesicht bekommen. Deswegen beim Winden schon ein bisschen Stärke-Schwäche anpassen, dass du mit deiner Stärke in ihr Schwäche kommst und die Klinge kontrollierst. Und wenn du hier die Kontrolle hast und merkst, dass sie weich ist, dann gehst du hoch in den Ochs. Jawohl. Als nächstes dasselbe, aber wir nehmen den Schritt dazu. Also Joy befindet sich wieder im linken Pflug, bedroht mich mit dem Ort. Ich gehe jetzt aber mit dem rechten Bein einen Schritt zurück und gehe in den rechten Pflug, binde hier an.
Und was ich jetzt mache, ist, ich baue einen Druck auf, drücke hier zur Seite, die Hüfte rotiert ein bisschen ein und mit dem Stich steige ich nach vorne. Ein kleines Detail zur Endposition. Da kann es so passieren, dass wenn du mit deinen Fingern sehr weit vorne bist und das Schwert festhaltest, dass du hier getroffen wirst am Finger. Das ist jetzt grundsätzlich nicht schlimm, weil nicht viel Energie in der Klinge drinnen ist. Wenn du das aber vermeiden magst, dann lass das Schwert ein bisschen lockerer und rutsch zurück. Dann findet dieser Treffer auf den Fingern schon nicht mehr statt. Jawohl. Und jetzt schauen wir uns das Ganze von der anderen Seite, also von links an. Die Joey geht dazu in den rechten Flug und ich starte auf der linken Seite. Wir machen es zuerst ohne Schritt und dann mit Schritt. Jawohl. Als nächstes machen wir das Signal ein bisschen schwieriger. Das heißt, die Joey bleibt nicht statisch, sondern sie bewegt sich. Sie gibt mir einen Langortstich aus dem Pflug. Das heißt, ich muss vom Timing her auf diesen Stich reagieren. Von der Beinarbeit her ändert sich da was. Weil sie ja nach vor steigt, muss ich das nicht auch noch machen, sondern ich nutze das aus und gehe seitlich aus der Linie nach rechts. Jawohl. Als nächstes schauen wir uns das mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit und ein bisschen mehr Druck an. Dazu wird sich die Joey volles Gear, also volle Schutzausrüstung anziehen und ich setze mir Masken auf und ziehe gleich die Handschuhe an. Jawohl. Als nächstes schauen wir uns das Absetzen gegen den Hau an. Funktioniert genau gleich. Winden gegen die Klinge drücken und wenn der Partner weich ist, einstechen. Legen wir los.
Jawohl. Und jetzt wollen wir diese Übung ein bisschen komplexer machen für mich, dass meine Entscheidungsfindung mir ein bisschen mehr fordert. Das heißt, dass ich auch das Indes in der Übung finde, das Fühlen. Dazu wird die Joey mir mal ein weiches Signal geben, das ist der Stich zu meiner Brust her. Mal wird sie aber auch hart gegen die Klinge nach außen drücken. Und da kann es dann passieren, dass ich so Auswinden mit Hau anbringen kann oder dass es auch mal abnehmen wird und ich auf der anderen Seite zum Kopfzuschlag. Um das Ganze knackig zu halten, ziehe ich jetzt mir auch das volle Equipment an, um auch gut geschützt zu sein. Jawohl. Jawohl, das war das Absetzen gegen die Stiche. Als nächstes schauen wir uns das Absetzen gegen die Haue an. Und auch hier als Lektion, also die Joey kann mal weich in ihrem Hau auf die Blöße bleiben oder sie fängt an gegen die Klinge zu drücken, also hart zu werden und ich reagiere dementsprechend. Jawohl. Ja, gut ist. Das war's mit dem Hau. Was wir jetzt machen ist, wir kombinieren Hau und Stich. Also die Joey kann mal einen Stich anbringen probieren, kann mal einen Hau anbringen probieren. Das Ganze natürlich von rechts und von links, hart und weich. Und was wir noch dazu nehmen ist, ich war ja bis jetzt immer im Nach und habe aus dem Nach raus mein Absetzen gebracht. Jetzt kann ich aber auch manchmal selber das vorergreifen und mit einem Stich in den Langort angreifen. Das macht dann das ganze Spiel noch ein bisschen variationsreicher. Wir schauen, dass wir gutes Tempo halten, aber nicht zu schnell sind. Also dass ich noch immer mein Fühlen drinnen habe, um das Indes zu finden. Jawohl, legen wir los. Ja. Ja.
Ja. Ja. Jawohl. Boah, ja, da kommt ein alter Fuchs wie ich noch einmal richtig auf Touren. Schweiß auf der Stirn. Danke Joey, dass du mir zur Verfügung gestanden bist als Trainer. Hat da doch einige Stiche und Hauerheide kassiert, aber hat mir auch ein richtig gutes Training ermöglicht. Also großes Dankeschön. Coole Sache. Wir haben uns ein paar Varianten angeschaut, wie man das Absetzen trainieren kann. Von sehr einfach hin bis sehr komplex. Wichtig ist, dass du dir die Variante rausnimmst, die für die und für deinen Trainingspartner am besten passt. So dass ihr gefordert seid, aber nicht überfordert. Fordern, aber nicht überfordern. Ein wichtiger Leitsatz vom Training. Wenn das Absetzen dann aber gut sitzt, dann kannst du mal richtig ein Tempo reingeben und das mit Geschwindigkeit trainieren. Und du kannst natürlich auch probieren, das im Freifechten anzubringen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal.